Hallihallo und Servus aus Wien. Noch einmal öffnet der Schlagergiftschrank seine Türen. Bisher gibt es 4 Folgen dieser, wie ich hoffe, liebevoll ironischen Rubrik, in der ich auf Geschichte und Inhalt einiger deutschsprachiger Schlagerklassiker zurückblicke. Eine 5. Folge soll es noch geben. Danach, glaube ich, werde ich den Schlagergiftschrank mal für längere Zeit verschlossen lassen. Aber lasst mich vielleicht wissen in den Kommentaren, wenn ihr euch über mehr Folgen dieser Serie freuen würdet. Ja, warum klingt meine Stimme heute ein bisschen nach Rod Stewart für Arme? Ich war gestern Abend, gestern Nacht als Hobby-DJ unterwegs von etwa 10 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Schlager habe ich dabei nicht gespielt, aber jetzt ist es Zeit für die rosa Brille, denn ein bisschen Spaß muss sein. In der heutigen Episode bringe ich das hier mit diesem Herrn zusammen. Also quasi Kult mit Cringe. Obwohl irgendwie beides heutzutage in gewisser Weise wahrscheinlich als Kult betrachtet wird. Ja, es geht tatsächlich um Roberto Blanco. Dessen größter Hit ist laut diesem Nachschlagewerk allerdings gar nicht das Stück, über das ich heute spreche. Das war nämlich anscheinend ein Stück namens Heute so, morgen so. Bei mir geht es allerdings um, ja, möglicherweise das Lebensmotto von Herrn Blanco. Sieht man nämlich auch gleich, wenn man seine Website öffnet. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, tatsächlich so einen YouTube-Kanal zu machen, bringt einen in lustige bis seltsame Situationen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal die Webseite von Roberto Blanco nachrecherchiere. Er ist nicht der erste Interpret in dieser Serie, der einen recht bewegten, interessanten Lebensweg und Werdegang aufzuweisen hat. Roberto Blanco wurde in Tunesien geboren, ist allerdings Kubaner gewesen, weil seine Eltern Varieté-Künstler und Musiker aus Kuba waren. Mittlerweile hat er, glaube ich, die deutsche Staatsbürgerschaft, aber so weit sind wir noch nicht und ganz ehrlich, was bedeuten heutzutage schon Staatsbürgerschaften? Ja, Roberto Blancos Mutter verstarb leider sehr früh. Er wurde auf ein Internat geschickt, ein Klosterinternat, und wuchs mehr oder weniger unter der Obhut von Nonnen auf, begann dann ein Medizinstudium in Spanien. Das brach er allerdings wieder ab. Es zog ihn irgendwie, ähnlich wahrscheinlich wie seine Eltern, in Richtung Unterhaltungskunst, Schauspielerei. Ja, und dann verschlug es ihn irgendwann mit seiner Familie nach Deutschland, wo er tatsächlich erste Schauspielrollen erhielt. Dann wurde er auch gebucht für das Tournee-Ensemble von Josephine Baker. Die war damals natürlich schon eine reifere Dame, wurde auch so ein bisschen so etwas wie seine erste richtige Gesangslehrerin oder Mentorin. Man kennt Josephine Baker wahrscheinlich eher als jüngere Frau, die in den wilden Zwanzigern nur mit einem Bananenkleid bekleidet in Paris für Furore sorgte. Und also spätestens an diesem Punkt in meiner Recherche zu Roberto Blanco habe ich mir dann gedacht, irgendwie wird es doch jetzt mal Zeit für ein Biopic von Roberto Blanco. Ja, Roberto Blanco etablierte sich in Deutschland. Ab den späten 50ern nahm er erste Schlagerstücke auf, trat immer wieder in Nebenrollen, kleineren Nebenrollen, auch im deutschen Film auf.
Und Ende der 60er gewann er dann den Preis des, ich glaube, Deutschen Schlagerfestivals hat sich das genannt, eben mit besagtem Titel Heute so, morgen so. Dann wurde Christian Bruhn auf ihn aufmerksam. Christian Bruhn, ein bedeutender Schlagerkomponist, Musikproduzent im deutschsprachigen Raum. Und der schrieb dann für ihn den Titel Ein bisschen Spaß muss sein. Christian Bruhn hat einige wirkliche Klassiker des Genres abgeliefert, war mir vorher auch nicht so bewusst. Einige Titel aus seiner Feder oder bei denen er im Hintergrund eigentlich verantwortlich zeichnet, sind zum Beispiel Liebeskummer lohnt sich nicht, Wunder gibt es immer wieder oder auch den absoluten Klassiker, der Schlager mit Rock'n'Roll eigentlich verband, Drafi Deutschers Marmorstein und Eisenbricht. Und ja, warum rede ich jetzt so begeistert hier über Christian Bruhn? Dieser Mann hat für mich in erster Linie nämlich vor allem auch TV-Musikgeschichte geschrieben. Es ist so, dass Christian Bruhn Ende der 70er Jahre beauftragt wurde, die Musik für eine neuartige Fernsehserie, die im deutschen Fernsehen gezeigt werden sollte, zu arrangieren und zu komponieren. Und das war die Musik für die japanisch-amerikanische Serie Captain Future. Also ich habe die als recht kleines Kind noch gesehen im Fernsehen, kann ich mich noch so vage erinnern. Ich fand das immer sehr spannend. Diese Serie war allerdings damals offenbar nicht unumstritten, denn also es war eine vermeintliche Kinderserie. Die Handlungen waren teilweise aber doch recht ernst, eine Science-Fiction-Action-Serie und es war auch das erste Mal, dass in einer Zeichentrickserie, zumindest im deutschsprachigen Fernsehen, tatsächlich auch Personen zu Tode kamen. Also bei Captain Future wird durchaus auch geschossen und es kommen Mordanschläge vor und so weiter. Egal, worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich die Musik von Christian Bruhn. Die ist einzigartig, denn Christian Bruhn machte für diese Serie eine Art Disco-Funk-Soundtrack mit so ja, futuristischen Einschlägen. Und das ist bis heute, also jetzt, wenn man bedenkt, das war quasi für so eine als Kinderserie abgetane Zeichentrickproduktion komponierte Musik, ist bis heute eigentlich recht faszinierende Musik und war auch, würde ich behaupten, relativ einflussreich. Also wenn man sich manche dieser Tracks vom Captain Future Soundtrack anhört, findet man da sehr leicht Brücken zu Dingen, die später zum Beispiel Daft Punk gemacht haben. Was das Ganze noch steiler oder kurioser macht, ist, dass ursprünglich eigentlich auch tatsächlich nur das deutschsprachige Publikum in den Genuss dieser Christian Bruhn Musik gekommen ist, die heute von Kindern der 80er Jahre eindeutig mit Captain Future verbunden wird. Diese Musik hat man bei Captain Future allerdings auch nur in der deutschsprachigen Version gehört. Die amerikanische Fassung der Serie hatte eine völlig andere Musik und die original japanische Version hatte auch eine völlig andere Musik. Ja, ich fand Captain Future toll. Als Kind, heutzutage als gereifter Erwachsener, sucht man natürlich nicht mehr im Fernsehen danach, ob irgendwelche Zeichentrickserien wiederholt werden. Nein, man besorgt sich das Ganze natürlich auf DVD als Komplettausgabe. Ja, nach diesem Exkurs aber zurück zu Roberto Blanco. Der hatte mit Captain Future natürlich gar nichts am Hut und in den frühen 70er Jahren, als Ein bisschen Spaß muss sein geschrieben und veröffentlicht wurde, war von Captain Future auch noch nicht die Rede.
Wie gesagt, Christian Bruhn war allerdings schon ein quasi erfahrener Hase im Geschäft und ja, schneiderte diesen Song Ein bisschen Spaß muss sein, der als sozusagen karibisch wahrgenommen Frohnatur Roberto Blanco geradezu auf den Leib. Der Inhalt dieses Kult-Party-Gassenhauers äh, ist schnell erklärt. Es gibt eigentlich wenig Text. Es ist ein Song, der mehr Refrain als Strophen hat. Ich glaube, es gibt nur 2 Strophen und ansonsten wird ständig dieser Refrain gesungen. Ähm, und ja, Titel des Songs ist oder Motto des Songs ist eigentlich auch der Inhalt. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein oder dann ist die Welt voll Sonnenschein. Roberto Blanco ruft uns einfach dazu auf, positiv zu denken beziehungsweise den Humor nicht zu verlieren. Das kann man jetzt als wahnsinnig oberflächliche Nummer für Festzelte, Karnevalspartys abtun. Man lebt halt im Augenblick und ja, jetzt sozusagen, wir lassen uns das Feiern nicht verbieten. Ich habe den Song auch immer so ein bisschen wahrgenommen als so, was so ein bisschen typisch für den deutschsprachigen Raum ist, wenn es lustig werden soll oder wenn gefeiert werden soll, muss das immer so ein bisschen mit der Brechstange kommen. Also, jetzt ein bisschen Spaß muss sein und alle, auf Knopfdruck, auf Kommando jetzt sozusagen aufgekratzt und happy sein. Wenn man ein bisschen näher über diesen Song nachdenkt oder nicht immer alles so, kritisch, sauertöpfisch aus der Indie-Rock-Brille vielleicht betrachtet, kann man aber auch sagen, dieser Song versucht tatsächlich, eine einfache Lebenseinstellung, aber tatsächlich zum Credo zu erheben. Ja, es geht um den Augenblick. Jetzt sind wir hier, jetzt, feiern wir die Nacht durch und haben es lustig. Aber der Wunsch ist, diese Einstellung eigentlich auch für die Zukunft mitzunehmen oder sozusagen in den Alltag mitzunehmen. Und ich würde jetzt nicht sagen, es geht jetzt darum, permanent die Sektkorken einfach knallen zu lassen, sondern eher ein bisschen Freude zu verbreiten, sein Leben selbst nicht so ernst zu nehmen und vielleicht auch andere mit einer gewissen positiven Einstellung oder einer entspannten, humorvollen Einstellung mitzureißen oder auch deren Leben vielleicht ein bisschen weniger ernst und verbissen erscheinen zu lassen. Ja, bei so einer Nummer inklusive Obladi Oblada, Umpa Bumper, Basslinie und apropos Umpa Bumper, das wird tatsächlich sogar im Hintergrund am Ende des Songs gesungen. Also das Lied hat sich auch selber nicht wirklich ernst genommen. Bei so einem Stück und bei dem Text kann man die Antidepressiva locker mal ins Klo werfen. Braucht man nicht. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein wurde tatsächlich das Aushängeschild von Roberto Blanco. Mit diesem Song ist er die ganzen 80er und 90er Jahre durch diverseste TV-Shows und Karnevalsfeste getingelt. Er hatte dann ab den 80ern auch immer wieder seine eigenen Fernsehshows, war daneben großer Tennisfan. Bin mir nicht sicher, ob er nicht sogar auch Tennis-Matches mal so als VIP-Kommentator auch kommentiert hat. Und man sah ihn auch immer wieder in kleinen Fernsehrollen oder auch auf der Theaterbühne. Ja, ich kenne ihn in erster Linie eben als den ewig gut gelaunten Roberto Blanco, der ein bisschen Spaß muss sein, trällert. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Dieser Song hat eben alle Elemente, die es 1972 und wahrscheinlich auch heute noch brauchte, um Leute im Bierzelt und im Fernsehstudio zum Mitklatschen zu animieren. Es geht los mit so einer verwässerten Samba-Percussion, aber keine Angst, dann gibt es einen geradlinigen Rhythmus, wo man eben locker auf 1 und 3 mitstampfen kann.
Roberto Blancos Stimme, der man auch ohne ihn zu sehen das Dauergrinsen quasi anhört. Durchaus eine nicht unangenehme Singstimme. Dann eben dieser Bierzelt Obladi Oblada Basslauf, der ist mir, den finde ich sehr prägnant, der geht stur das ganze Lied durch. Und dann eben dieser eingängig bis zur Nervgrenze gehende, wiederholte Text, ein bisschen Spaß muss sein. Heute Nacht feiern wir, machen durch bis um 4. Fragen nicht nach Zeit und Geld, weil es dir und auch mir so gefällt. Ein bisschen Spaß muss sein. Das kann eben in gewissen Situationen sehr ansteckend sein und in anderen treibt es die Leute wahrscheinlich erst recht eher zur Aggression. Würde ich diesen Schlager selber auflegen oder anhören wollen? Wahrscheinlich nicht, aber ich finde, man sollte ihn auch nicht zu Unrecht als quasi nur penetrante Karnevalsnummer verunglimpfen. Denn wenn wir uns ganz ehrlich sind und tief in uns hineinhören, lieber wäre es uns wahrscheinlich, wenn das Leben nach dem Motto ein bisschen Spaß muss sein ablaufen würde, statt wie im Alternative Rock zum Beispiel beliebt zu sagen, I hate myself and I wanna die. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Schlagergiftschrank, Folge Nummer 5. Ich plane, wie gesagt, jetzt erst einmal eine längere Pause. Vielleicht öffne ich den Schlagergiftschrank aber irgendwann doch mal wieder für eine Fortsetzung. Und auch wenn dazu bleiben sollte, gilt natürlich wie immer Friede, Freude, Eierkuchen und bleibt entspannt. Lustig auch, dass Roberto Blanco davon singt, dass bis 4 Uhr morgens durchgefeiert wird, denn das ist tatsächlich das, was ich in milder Form, während ich dieses Video drehe, hinter mir habe. Er ist nicht der erste Interpretation. Ja, machen wir das so.